Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 7 Interchange. Irrsicht. Keine Bewegung sonst, lacht der Fette und spielt mit der Klinge am Hals der Dreijährigen. Das ältere Mädchen hält geschockt inne, bevor sie die aufkommende Wut durch ihren Körper pulsieren spürt. Sie verzieht jedoch keine Miene, offenbart ihre Gefühle nicht. Sie starrt das Messer an der Kehle der Dreijährigen an. Sofort lässt sie sich auf die Knie fallen und verneigt sich unterwürfig vor dem Fetten. Tu ihr nichts! Ich reiße meine Augen auf, starre an eine Decke. Mein Atem ist leicht beschleunigt und ein dünner Schweißfilm liegt auf meiner Haut, lässt mich frösteln. Ich scheine wieder im Krankenzimmer zu sein. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, doch der Geruch, der in der Luft liegt, lässt nicht viele Möglichkeiten zu. Es riecht steril, nach Desinfektionsmittel gemischt mit Putzmitteln oder Reiniger. Der Geruch beruhigt mich irgendwie. Er erinnert mich an meine Rettung, an den schönsten Tag in meinem Leben. Der Arzt riecht danach. Ich brauche einen Moment, um mich zu erinnern, warum ich überhaupt wieder in einem Krankenbett liege. Pinguin, Beppo, Sashi, sie wollten mir alle helfen. Ohne Gegenleistung? Sie sind alle so nett. Wie revanchiere ich mich nur? Tränen sammeln sich in meinen Augen. Ich versuche mich aufzurichten, doch irgendetwas funktioniert nicht. Ich kann meinen Arm nicht bewegen. Ich werde leicht panisch, beruhige mich jedoch mit einer kontrollierten Atmung wieder. Ächzend und komplizierter als gedacht richte ich mich auf und sehe wie gewohnt an mir runter. Mein Gott, mein Arm! Was ist mit meinem Arm passiert? Ah ja, das ist egal. Mein Hals schmerzt und fühlt sich rau und trocken an. Ich fasse mir mit den gesunden Armen an den brummenden Schädel. Ich ertaste einen Verband. Bei der tiefen Stimme, welche wie aus dem Nichts zu kommen scheint, erschrecke ich mich fast zu Tode. Was ist passiert? Diese ruhige Stimme, bei der ich immer denke, die Überheblichkeit für mich raushören zu können, erkenne ich unter Tausenden. Sie gehört dem Arzt. Wispere ich nur, da meine Stimme versagt. Still bekomme ich ein Glas Wasser hingehalten. Ich trinke dankbar und sehe dann fragend zu Trafalgar auf. Er trägt einen weißen Kittel und schwarze Latexhandschuhe. Er hat seine vermutlich weiche Mütze abgelegt, weswegen ich zum ersten Mal seine Haarpracht bewundern kann. Seine Haare stehen wirr von seinem Kopf ab, machen, was sie wollen. In Kombination mit seinen Augenringen ist es der perfekte Schlafzimmerlook. Es steht ihm, so sieht er süß. Gnädigerweise unterbricht Trafalgar meine peinlichen Gedanken. Du weißt, was ich meine, sagt er bestimmt und nimmt das geleerte Glas wieder an sich. Ich sehe ihn unwissend an, habe ich wirklich keine Ahnung, was er von mir möchte. Trafalgar setzt sich auf seinen Rollhocker und stützt seine Arme auf dem Bett unter mir ab. Er schließt seine Augen und seufzt. Ich musterte ihn ängstlich. Habe ich ihn verärgert? Unsicher sehe ich ihn an, musterte seine entspannten und doch genervt wirkenden Züge. Als er seine Augen wieder öffnet, erkenne ich Sorge in ihm. Für andere hat sich seine Mimik ein bisschen verändert, doch für mich, seine sonst so harten und stechenden stahlgrauen Augen, welche ihn sonst so unerreichbar wirken lassen, wirken nun so liebevoll und weich, so einladend. Er hat seine Maske wieder fallen lassen, stelle ich überrascht und sprachlos fest. Verwirrt starre ich ihn an. Was passiert mit mir? Er muss nicht lächeln, um mich in seinen Bann zu ziehen. Allein wenn er mich so ansieht wie jetzt, habe ich das Verlangen, ihm näher zu kommen. Er scheint mir so nah zu sein und doch so unerreichbar für mich. Wie ein Halbgott eben. Der Gedanke lässt mich etwas traurig werden und ich senke meinen Blick, wodurch ich unseren magischen Moment, den Augenkontakt, abbreche. Hör mal, du musst mir nichts über dich erzählen, beginnt er vorsichtig und hebt mit 2 Fingern mein Kinn an, wodurch ich erneut in seine bezaubernden Augen sehen muss. Aber wenn du mir sagst, wo du Schmerzen hast und warum, kann ich dich behandeln. Ich kann dir helfen, deswegen bin ich Arzt, erklärt er mir ruhig, hält den Augenkontakt aufrecht. Seine Ediden huschen suchen zwischen meinen hin und her, als könne er in meinen Augen die Antwort auf all seine Fragen finden. Er meint wahrscheinlich mein Bein? Ich ziehe meine Augenbrauen zusammen und sehe auf meinen eingebundenen Arm. Der Halbgott legt sich genervt mit einem ungläubigen Lächeln auf den Lippen die Hand vor die Stirn. Das meine ich nicht. Also wirklich mein Bein, stelle ich nachdenklich fest. Ich mache mich unbewusst etwas kleiner und schiele zur Seite. Du redest immer noch nicht mit mir? Fragt er gespielt beleidigt, worauf ich die Wangen mit Luft fülle und trotzig meinen Blick abwende. Für eine Sekunde dachte ich, er muss sich ein Lachen verkneifen. Du redest doch auch mit Sashi und den anderen, argumentiert er und pickt mit seinem Finger in meine luftgefüllte Wange, wodurch die Luft mit einem leisen Popgeräusch durch meine Lippen gepresst wird. Ich musterte ihn aus den Augenwinkeln. Er ist extra so vollkommen anders zu mir.
Er macht es, damit ich keine Angst habe. Entweder ist er in Wirklichkeit so, wie er gerade tut, oder er spielt mir mit einer weiteren Maske etwas vor. Ich möchte gerade zum Sprechen ansetzen, als mir ein beleidigender Gedanke in den Sinn kommt. Er redet und benimmt sich mir gegenüber so, als wäre ich ein scheiß Kleinkind. Ich schlage seine Hand wütend aus meinem Gesicht und funkle ihn böse an. Er erwidert meinen Blick verwirrt. Mist, wenn ich ihn jetzt anmauern will, muss ich so oder so reden. Egal, Augen zu und durch. Ich hole tief Luft, als würde ich den Mut aus meiner Umgebung filtern und lege mit meinem Versuch, ihn einzuschüchtern, los. Mit meinem linken unverletzten Arm drücke ich Trafalgar mit meinem Zeigefinger nach hinten, schwinge meine Beine übers Bett, stehe schwankend auf und stelle mich vor ihn hin. Erst sieht er überrascht aus, beginnt dann jedoch fies und überlegen zu grinsen, steht von seinem Stuhl auf. Noch immer grinsend nimmt er seine Hand, legt sie auf meinem Kopf und misst ab, bis wohin ich ihm gehe. Ich sehe auf und seine Hand ist ungefähr auf seinem Brustbein. Unerwartet spüre ich etwas in meinem Inneren. Ich lasse mich nicht beirren und mache nichts. Er grinst weiterhin fies und stupst mich unaufhörlich an, provoziert mich absichtlich. Erneut spüre ich diese altbekannte und verloren geglaubte Flamme in mir. Hör auf, denke ich gereizt, lasse mir jedoch kaum etwas anmerken. Ich balle meine linke Faust, sodass meine Knöchel weiß werden. Er streichelt mir über meine Haare, als würde er einen kleinen Hund loben und löst somit eine Kurzschlussreaktion bei mir aus, die ich, so dachte ich, schon längst verloren hatte. Mein altes Ich, mein alter Ego kommt zum Vorschein. Ich lasse meine Fingerknöchel der linken Hand laut knacken. Ich sehe ernst zu ihm auf, in dieses dreckige Grinsen und schlage seine verdammte Hand aus meinem Gesicht. Ich hole tief Luft und stoße den Halbgott wütend zurück auf seinen Hocker. Hasserfüllt starre ich auf ihn hinab, während er weiterhin überheblich lächelt. Behandeln Sie mich nicht wie ein Kleinkind. Ich hab die Schnauze voll. Nur weil ich keine 3 Meter groß bin, bin ich direkt ein Kleinkind? Wuschen Sie mir noch einmal durch die Haare und ich hau Ihnen so eine rein, dann können Sie Ihr Essen demnächst aus dem Rucksack fressen, keife ich den Halbgott an. Während ich ihm meine Drohung an den Kopf knalle, werde ich mit jedem Wort lauter und selbstsicherer, bis ich mich ganz in meiner Wut verliere. Er sieht bewegungslos mit leicht geöffnetem Mund zu mir auf und erst nach ein paar Sekunden realisiere ich, was ich gerade gesagt habe. Shit! Ich schlage mir die Hand vor den Mund und gehe mechanisch ein paar Schritte zurück. Sprachlos renne ich so schnell ich kann in die Küche. Ich hätte es nicht mehr retten können, mich nicht rausreden können. Warum musste er mich auch so sehr provozieren?